Herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu deiner Kartenlegung für den August. Da rückt ja auch schon dein Geburtstag immer näher. Wir wollen heute einmal, wir fangen jetzt immer an, ich lese einmal Kommentare vor vom letzten Monat und antworte darauf. Und damit fangen wir an. Wenn dich das nicht interessiert, dann spul gerne einmal vor. Aber wir sind ja hier eine Community und dementsprechend, was einer sagt, das gilt ja vielleicht auch für andere. Aber in diesem Fall möchte ich auf ein anderes Kommentar aufmerksam machen. Und ich hoffe, das trifft auf niemand anderen geradezu. Und zwar hat mir letzten Monat with Lotus 5403 geschrieben, dass ihr Kätzchen verschwunden ist. Und dass sie sehr traurig ist, weil die Katze ist seit Mai verschwunden. Und ihr wisst ja, ich habe selber Katzen. Ich weiß, wie schlimm das ist. Meine Katze war zum Glück nur einmal 24 Stunden weg und das war schon echt schlimm. Vor allem, weil man dann nicht weiß, wo die Katze ist. Und ja, das ist echt ein ganz, ganz doofes Gefühl, furchtbares Gefühl. Und ich hoffe, du hast deine Katze wiedergefunden. Und wenn nicht, dann würde ich jetzt einmal sagen, dass du einmal nochmal drunter schreibst, wie die Katze aussieht und wo sie verloren gegangen ist, damit hier alle mitsuchen können. Und dann würde ich euch alle einmal bitten, dass ihr jetzt einmal innerlich nochmal nachsprecht. Vielen lieben Dank, liebes Universum, dass die liebe Lotus ihre Katze wiedergefunden hat. Und dann stellen wir uns einmal alle vor, wie sie ihre Katze umarmt. Okay, und bitte guckt dann jetzt unten ins Kommentar, falls sie das sieht. Hoffentlich hat sie ihre Katze wiedergefunden. Bitte sag uns Bescheid. Und sonst sagt doch einmal nochmal, wie die Katze aussieht und wo sie verschwunden ist. Dass alle einmal gucken können, ob sie da helfen können. Okay, und damit starten wir dann auch schon in eure Legung. Ich nehme wie immer als erstes eine von den Magie der Göttinnen-Karten. Das sind nämlich die ich selber entworfen habe und die ganzen Texte geschrieben bzw. gechannelt habe. Und da gucken wir deswegen als erstes einmal rein. Irgendwas rum. Machen wir aus dem Bild raus. So, einmal für die Jungfrauen, August 2024 oder wann immer du das hier anguckst und es dir gerade begegnet, ist das hier für dich natürlich eine relevante Legung, sonst wäre es nicht in deiner Timeline erschienen. Und da gucken wir mal. Liebes Universum, gib uns bitte eine Karte. Für Jungfrauen, August 2024, da kommen sie schon. Das sind, glaube ich, 2. Umgeflippt und das mache ich nochmal, vielleicht fällt noch eine dazu. Das war auch uneindeutig, liebes Universum, soll da noch eine dazu kommen. Machen wir noch eine Karte. Nein, das sind die Karten. Noch einmal, okay, noch einmal. Da ist sie. Doch noch. So, die hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch dabei, wenn ich mich nicht irre, interessanterweise. Also wenn du die Legung letztes Mal vom, was war das, im Juli nicht gesehen hast, kannst du die vielleicht auch nochmal angucken. Vielleicht ist da noch eine wichtige Botschaft für da drin oder das geht jetzt sozusagen hier in die Fortsetzung von der Juli-Legung. Wir haben aber als die ersten Karten rausgefallen, die Nummer 17, das ist einmal die Sirona und das ist eine Quellengöttin. Also es gibt auch Quellen tatsächlich in Deutschland für Sirona. Du kannst mal gucken, vielleicht ist eine bei dir in der Nähe, dann kannst du die auch einmal besuchen, um dich dort mit der Göttin zu verbinden. Aber diese repräsentiert hier auch den Stern und das ist auch mal die Zuversicht. Also dass man sozusagen niemals aufgibt und seine Träume niemals aus dem Auge verliert. Also ist hier wirklich, das ist diese Nicht-Aufgeben-Karte, aber im positiven Sinne. Also du bist von oben geführt. Und das Universum, das wird auch alles tun, um deine Träume zu verwirklichen. Und deine Aufgabe ist, wirklich daran zu glauben, dass du alles erreichen kannst oder dass Dinge wieder gut werden. Ich zeige euch die Karte einmal vom Näheren. Vielleicht ist da noch was drin, was du entdeckst. Was ich sehr besonders an dieser Karte auch finde, ist, dass das Foto tatsächlich auch so war, wie es jetzt hier abgebildet ist. Und das meine ich explizit mit ihren Augen. Guck da mal rein. Da sind nämlich auch Sterne in den Augen. Also die Lichtreflexion sieht ebenfalls so aus wie ein Stern. Das heißt halt wirklich auch so, deine Augen sind ja der Spiegel zu deiner Seele. Und du sendest mit deinen Augen alles raus, ne? Genauso wie mit deiner Energie alles raussendest ans Universum und auch an andere Menschen. Und hier geht es wirklich darum, auch mit dieser Fröhlichkeitskarte, dieser Baubo, dass deine Augen
ne, als Spiegel deiner Seele gerne auch wieder diese Fröhlichkeit und Zuversicht in diese Welt ausstrahlen dürfen. Ne? Du heilst die Welt auch mit deiner Zuversicht und mit deinem Optimismus, dass Dinge gut werden. Also Baubu war die Göttin, die auch dafür zuständig war, allen anderen Menschen zu helfen, aber zu helfen, halt wieder an ihre Fröhlichkeit zu kommen. Auch in traurigen Zeiten war Baubu die sozusagen, die versucht hat, Leute aufzumuntern. Ne? Also die auch das geschafft hat als Göttin, dass die Menschen, aber auch die anderen Götter, die gerade eine schwierige Zeit durchmachen, wieder lachen durften. Und das gilt sowohl für dich selbst, wenn du gerade eine schwierige Zeit durchmachst, dass du dir auch selber wieder erlaubst, am Leben teilzunehmen. Guck mal, und da weint wieder die Katze, meine Katze, liebe Lotus. Und das hat sie ja letztes Mal auch, hast du geschrieben. Sie vorhin nicht. Yuki, das ist aber diesmal Yuki. Yuki ist immer die mit der penetranten Stimme. Die ist nämlich ein bisschen schwerhörig. Und zum Thema schwerhörig, ne? Wir hören nicht sozusagen mit den Ohren, wir sehen sozusagen mit der Seele, mit unseren Herzen, mit unserem Auge, ne? Also auch hinter Fassaden gucken bei anderen Menschen ist mit Sicherheit dein Talent, ne? Was Menschen sagen und was Menschen wirklich fühlen. Das gilt sowohl für uns selbst als für alle anderen Menschen. Das ist oft nicht ein und dasselbe. Und das sollte man auch niemals sozusagen verwechseln. Mit dieser Lady Portia, das ist so diese Flammenenergie, ne, Feuerenergie, Feuer, aber auch, du siehst hier ja auch nur das Feuer ins Universum geben, sozusagen Leidenschaft wieder ins Universum geben. Alles, was du ins Universum gibst, ne, sozusagen, was du als deine Energie rausgibst an andere Menschen, ans Universum, ist das, was du früher oder später zurückbekommen wirst, auch wenn du es im Moment noch nicht fühlst. Versuche dich wieder mit dieser Energie zu verbinden, von dass du an dich selbst glaubst, dass du an die Liebe glaubst, dass du an andere Menschen glaubst, dass du für andere Menschen da bist und dass du auch wieder den Wert siehst oder den Wert anerkennst, den du für andere Menschen hast. Ne? Zum Beispiel halt, dass du andere Menschen zum Lachen bringen kannst, egal wie unglücklich sie sind. Das ist eine ganz, ganz besondere Fähigkeit. Und wenn du das jetzt tatsächlich denkst, dass du das nicht hast, dann reden wir hier von einem Menschen in deinem Umfeld, einem anderen Menschen, vermutlich aber weiblich, kriege ich rein, hier auch ein bisschen oft so ein bisschen fülliger, die einfach versucht, wirklich für dich da zu sein und dich wieder aufzumuntern und dich in diese Energie zu bringen, so nach dem Motto, lass uns doch was machen, lass uns rausgehen, lass uns was unternehmen, lass uns Spaß haben. Und hier ist wirklich die Aufforderung, dass du das auch machst. Also entweder du bist diese Person oder du hast diese Person in deinem Umfeld, die wirklich versucht, dich mitzuziehen mit ihrer Energie, dass du sozusagen wieder, dass du in deine persönliche Höchstform wiederkommst, in diese Energie, in der du glaubst, dass alles für dich möglich ist. Und wenn du diese Energie spürst in dir, die kann man auch mit Meditation und so wieder abrufen, gerade wenn es einem nicht gut geht. Hier ist so der Hinweis auch auf die lilane Flamme. Lilane Flamme ist auch eine Art von Meditation. Gib das gerne ein, schreib es dir einmal auf für später. Lilane Flamme, The Violet Flame. Auf Englisch. Ne, es ist ja auch alles so mit Lila und Universum. Und wenn man diese Energie von innen erzeugt, dieses Ich bin fröhlich, ich bin zuversichtlich, ich glaube an mich, ich kann alles in mein Leben ziehen. Selbst wenn du das nur für 30 Sekunden schaffst, diese Energie auszustrahlen und wirklich sozusagen in deinem Körper zu fühlen. Meditationen sind da wirklich das Allerbeste, was du machen kannst. Und du hältst diese Energie, dann wird dein Körper sozusagen wieder diese Energie mehr und mehr spüren und mehr wieder nach außen tragen und mehr in dein Leben ziehen, die Dinge, die du dir wünschst. Joe Dispenza zum Beispiel, falls ihr den nicht kennt, macht genau diese Art von Meditation, macht auch ziemlich viele Retreats, die schweineteuer sind. Ich kann sie mir auch nicht leisten. Gerne bitte auch spenden hier für mich, dass auch ich mal zu Joe Dispenza kann. Ich finde den wirklich, macht ganz super gute Sachen. Ich finde diese Meditation zum Beispiel sehr, sehr, sehr kraftvoll. Als ein Beispiel von, wo es wirklich darum geht, dass du das, was du empfindest in dieser Meditation, anfängst in dein Leben zu ziehen. Für alle anderen, also generell, wenn du dich gerade gar nicht gut fühlst, dann, wenn du dich sowieso gerade super fühlst, dann ist das genau das, sagen dir hier die Karten, du bist hier richtig auf dem richtigen Weg, du ziehst jetzt gute Dinge in dein Leben, damit, dass du die Fröhlichkeit und die Zuversicht nach außen strahlst. Und da gucken wir uns doch mal die Tarotkarten noch zu an, oder? Was meint ihr? So, gehen wir ins Tarot-Karten für den August. Für die Jungfrau, die hier gerade zuschaut und zuschauen wird.
relevante Nachrichten bitte. Was ist wichtig für dich zu wissen? Guck, da fallen sie schon. Zur Sirona. Und da ist auch schon eine Meditationskarte mit dabei. Noch einmal ein Hinweis auf Meditation. Und da soll ich noch eine nehmen. Okay. Ups. Sind die alle drauf? Ja, machen sie gleich ein bisschen gerader, dass es ordentlicher aussieht. Ne? Jungfrauen mögen es ja ordentlich. Das wären jetzt aber ein bisschen sehr viele. Das ist ja fast mein halber Stapel. Wie viele sind das? Na, das ist ein bisschen sehr, sehr viel. Welche davon ist die relevante? Okay. Noch eine. Nochmal fast zu viele, aber gut. Wir haben den Stern auf der Lady Portia, den doppelten Stern übrigens, ne, 1717. Für die Nummer 17 eine Rolle spielt, hier mit dem Stern als die Nummer 17 und dann 7, nochmal hier liegen einmal 7 der Münzen, 7 des Wagen, 7 spielt hier nochmal eine Rolle. Dann 7 ist auch immer, geht immer um Spiritualität. Nummer 21 haben wir auch dabei, auch eine der spirituellsten Zahlen, die es gibt. Also hier geht es wirklich darum, dich mit deiner spirituellen Seite zu vergeben. Und hier haben wir nochmal die 7. Also wir haben 17, 17 und dann 3 oder 4 mal die 7. Schreibe das gerne unten rein, wenn das mit dir resoniert, dass du hier die Hoffnung und deine Zuversicht in dein Leben ziehen wirst mit der Nummer 1777777. Wenn du auch bereit bist, deine spirituelle Arbeit zu machen, zu meditieren und Dinge in dein Leben zu ziehen mit Kraft deiner eigenen Energie. Hier drauf liegen haben wir nämlich dann auch nochmal sogar die Liebenden. Aber ich habe das Gefühl, ich lege einmal aus und dann rede ich. Ich mache sofort weiter, dann haben wir, wenn wir mehr Platz haben, die war eigentlich weiter vorne, aber ich habe es jetzt so gelegt, alles so soll es sein. So. Einmal gucken. Die war mit zentral gefallen, aber ich tue sie jetzt trotzdem hier hinlegen. Hier dürfen wir gleich noch einmal reingucken, was das mit dem Magier zu tun hat. Passt ja das doch daneben? Ja, ne? Das machen wir, wenn wir mal Magier sind am besten. So, so, so. Und dann passt nämlich auch gleich alles wunderbar hier hin. Die war richtig rum, das weiß ich. Habe ich jetzt falsch rum hingelegt. So, und richtig oder falsch, richtig oder falsch, richtig oder falsch. War falsch, richtig. So, falsch war richtig. So. Ich habe hier auf dieser Sirona-Karte, wie gesagt, wir haben hier den Stern gleich nochmal auf der Lady Portia mit ziemlich den selben Farbgebungen, sogar auch nochmal, wie du siehst, also lilane Flamme, ne, worüber wir schon geredet haben, Universum, die Farbe lila, wenn die für dich irgendeine Rolle spielt, und damit meine ich jetzt nicht diesen eher traurigen Film. So, wir haben hier mit dieser Nummer 7, der Stäbe, da geht es wirklich darum auch, dass du hier nochmal ein bisschen auch guckst auf dein Sakralchakra, könnte eine Rolle spielen. Sakralchakra ist halt immer verbunden mit unserem Geschlecht, also und wirklich mit unserem Geburtsgeschlecht, um das auch an dieser Stelle einmal deutlich zu machen. Also wirklich in seine Weiblichkeit oder Männlichkeit sich reinzufühlen und daraus auch seine eigene Kraft zu schöpfen. Ne? Also für euch Männer deine männliche Energie nochmal anzugucken und zu heilen und sozusagen auch da zum Beispiel da gibt es auch viel Musik, zum Beispiel bei YouTube, Chakra heilen, Sakralchakra Heilungsmusik sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Das heißt, du bist hier sozusagen sowieso schon in einer sehr guten, ja, du siehst ja Bubble sozusagen, Schutz, Bubble, energetisch, deine meisten Chakren sind sozusagen hier gut geschützt, gut versorgt, gut im Ausgleich, in der Harmonie. Aber das sozusagen, was hier noch als störender Faktor reinkommt mit diesem orangenen Stab, so deute ich diese Karte immer, ist, dass dein Sakralchakra nicht sozusagen dich irgendwie, ja, das kann Unterfunktion haben, sagt man das so?
Überfunktion. Also hier geht es darum, nochmal in die Heilung deiner Weiblichkeit zu gehen oder eben deiner Männlichkeit, wenn du ein Mann bist. Also was bedeutet das für dich? Weibliche Energie. Ne? Traust du dir selbst zu, zart zu sein? Erlaubst du dir selbst, als Frau jetzt weiblich zu sein? Wie definierst du Weiblichkeit? Weil viele Frauen in unserer Gesellschaft haben ja auch das Ding, sich zu sehr über ihren Körper zu definieren und sozusagen große Brüste sind weiblich, kleine Brüste sind nicht weiblich. Und das ist halt ein konditionierter Irrglaube, der uns vom Fernsehen und so weiter auferlegt wird, damit wir uns weniger wertvoll fühlen, aufgrund von irgendwelchen Body-Indexen und Bodymaßen, die wir irgendwie erfüllen sollen. Und hier geht es wirklich darum, dass man erkennt, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Ne? Also ob dein Körper, ob deine Brüste groß oder klein sind, deine Taille klein oder groß ist, ne, hier auch mit dieser Baubo, wie gesagt, das steht auch immer für ein bisschen Übergewichtigkeit und sowas, aber sich lieben in seinem Körper so wie er ist. Ne? Auch wenn er übergewichtig ist, heißt das nicht, dass du nur ein Deut weniger weiblich bist als die Damen, die man heutzutage so im Fernsehen sieht mit den ganzen operierten Brüsten und den aufgespritzten Lippen. Diese ganzen Menschen haben oft ganz große Selbstzweifel ebenfalls. Deswegen haben sie es gemacht, weil es sozusagen uns suggeriert wird von der Gesellschaft, dass dass wir nur hübsch sind, wenn wir dicke Lippen haben, dass wir nur hübsch sind, wenn wir große Brüste haben, aber bitte eine schmale Taille. Und unsere Weiblichkeit, unsere ganze Energie als Frau, und wie gesagt, das gilt natürlich auch für die Männer, hier Haare ankleben lassen und was weiß ich nicht was. Hier geht es wirklich darum, dass du die Liebe in dein Leben ziehst mit da, wie du bist, indem du dich so liebst, wie du bist, in deiner ganzen Fülle im Zweifelsfall auch. Und dass sozusagen deine Energie, deine Weiblichkeit nicht dein Körper ausmacht, sondern dass du hier wirklich erkennst, deine Weiblichkeit ist deine Energie, nicht deine Körpermaße. Und hier haben wir darauf ja auch noch die Liebenden liegen. Also hier wirklich mit dem Ausgleich dieser Energie und dem Glauben sozusagen, dass das Universum dir bringt, woran du glaubst und was du verdienst. Ne? Also es geht ja auch darum, was du verdienst. Den Mann an deiner Seite, der dich so liebt, wie du bist. Oder die Frau an deiner Seite, die dich so liebt, wie du bist. Dass du hier auf einem sehr, sehr guten Weg bist, diese richtige Energie ins Universum zu senden und dass dich das sozusagen hier schon wahnsinnig attraktiv macht. Also der Glaube an dich selbst und die Erkenntnis darüber, dass du so gut bist, wie du bist. Wir haben hier drinnen liegen für dich, dass du hier auch wahrscheinlich eine relativ lange Zeit Single warst und dass es dir sehr, sehr wichtig ist, dass du jemanden findest, der im gleichen Maße geben kann, wie du gibst. Ne? Also geben und nehmen sollte hier im Ausgleich sein und dein Herz musste wahrscheinlich auch viel heilen von Erfahrungen, in denen das eben nicht so war, in dem du sozusagen enttäuscht worden bist, aber mit diesen 4 der Schwertern und dazu diese 6 der Münzen haben wir hier wirklich drinne und dann haben wir danach das Ass der Münzen, dass du erwarten darfst und erwarten kannst, weil das Universum ist sozusagen schon dabei, dir das zu bringen. Jemanden, der im gleichen Maße dir geben kann, wie er nimmt und dass er dir zuerst auch geben wird, bevor er sich was nimmt. Und das ist auch wichtig, dass du dich darauf konzentrierst, wenn du eben Manifestationspraktiken zum Beispiel anwendest. Und diese Zeit alleine, die war ganz, 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 ganz wichtig für deine eigene Seele und deinen eigenen Werdegang und auch deine eigene Selbstfindung. Also auch, dass du erkennst, da war nichts falsch daran, wenn du über einen langen Zeitraum alleine warst und allein Zeitraum Single warst, weil du wirst dich zum Beispiel viel besser kennen als viele Menschen, die von einer Beziehung in eine andere rennen und immer nur sozusagen von außen, von dem anderen eigentlich nur brauchen, dass er sie permanent in ihrem Selbstbewusstsein bestätigt. Du hast gelernt, mit dir selbst glücklich zu sein. Und das war sozusagen schon mal die erste super wichtige Lernaufgabe in deinem Leben. Und du hast sozusagen wahnsinnig viel geheilt einfach, auch aus deinen Kindheitsgeschichten, aus deinen früheren Beziehungen. Und du bist jetzt bereit, in eine Beziehung zu gehen, in der du auch fragen kannst nach dem, was du haben möchtest und in dem dir gegeben wird, was du haben möchtest. Und damit beendest du hier mit der Nummer 21. Ne? Nummer 21 für einige von euch mit Sicherheit auch magische Zahl. Kommt auch oft universell vor, ne? Wie Nummer 11, 11, 21, 21. Heißt auch immer, gute Sachen sind auf dem Weg zu dir, wenn du das irgendwo siehst. Und hier wird sozusagen, dieser Kreislauf geht jetzt zu Ende. Auch mit den 10 der Schwertern, die jetzt hier umgedreht sind. Hier geht ein Kreislauf zu Ende,
indem du viel einsam warst, indem du viel alleine warst, indem du sozusagen viel an dir gezweifelt hast, aber wo du im Endeffekt weißt, dass du sehr, sehr stark aus dem Ganzen hervorgegangen bist, dass du dich transformiert hast zu jemand anderem, der stärker ist als die Person, die damals sozusagen diesen Weg gegangen ist, der dir wehgetan hat. Und du hast das jetzt transformiert und du sollst auch hier, weil sie auch umgedreht ist, auch bitte weiterhin das sozusagen sehen. Also du sollst dich darauf konzentrieren, wer du geworden bist und wie stark du geworden bist und nicht darauf, was passiert ist. Was passiert ist oder was alles so schlimm war, sondern du darfst dich jetzt darauf konzentrieren, als welche starke Person du daraus hervorgegangen bist. Die 7 der Münzen, sag mir, wenn ich falsch liege, ich bin mir ziemlich sicher, die hatten wir auch letztes Mal mit drin, heißt nochmal für dich, deine Gedanken formen deine Realität. Und hier geht es wirklich darum, dass was du sozusagen, was du ins Universum gibst, ne, was wir hier auch schon hatten, wirst du langfristig zurückbekommen. Du hast die richtigen Samen schon gesät. Das habe ich dir das letzte Mal schon gesagt. Ne? Ich meine, hier Sternzeichenlegungen für einen Monat sind für einen Monat. Das ist, wir müssen ja auch immer in der Geduld sein. Dinge ändern sich eben oft nicht von einem Tag auf den anderen, sondern auch ein Baum braucht seine Zeit, um zu wachsen. Wer schon mal so gerade so ein Bäumchen gepflanzt hat, der weiß das, der braucht was länger und das hält uns dann zum Beispiel auch oft gerne davon ab und das nehme ich jetzt, bitte nimm das als im übertragenen Sinne, ne? Von wegen, diese ganze Meditionskram bringt eh nichts, muss ich gar nicht erst mit anfangen, ist ähnlich mit den Bäumen, ne? Wenn du dir so eine Avocado-Kern einpflanzt oder so einen Mango-Kern einpflanzt, ja, dann wird das ziemlich lange dauern, bis halt der Avocadobaum oder der Mangobaum auch irgendwann mal Früchte trägt, von denen du dann abpflücken kannst. Nur wenn du ihn halt niemals siehst, wirst du auch niemals Früchte haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel denke, wenn ich mir vor 4 Jahren oder 5 Jahren einen Mangobaum gepflanzt hätte, eine Mangosaat, wie groß der jetzt mittlerweile wäre. Aber da denkt man sich so, ach nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das dauert ja viel zu lange. Und ja, Zeit ist Ende ist ja mal sehr relativ, ne? Und wenn du irgendwas mal irgendwann rausbekommen möchtest, dann muss man halt teilweise, auch einem darüber klar sein, dass Dinge ihre Zeit brauchen. Und um die Ernte einfahren zu können, müssen wir halt erstmal sehen. Und wer nicht sieht, der kann auch niemals eine Mango ernten. Und das, wie gesagt, meine ich übertragen, ne? Mit allem, was du dir im Leben wünschst. Du musst schon irgendwas mit anfangen und irgendwas sehen, irgendwas geben ins Universum, sei es jetzt Meditation oder wenn es um Arbeit geht. Ne? Wenn du keine Webseite machst, wo du deine Dienste anbietest, dann kann dich auch keiner finden. So. Das mag Arbeit sein, das mag nervig sein, aber wenn du es nicht machst und immer weiter herausschiebst, dann wird es auch immer länger dauern, bis du irgendwann die Früchte deiner Ernte eintragen kannst. Wir haben die 8 der Kelche und danach habe ich hier diese Death and Rebirth Karte, Pagen der Schwerter. Hier geht es nochmal auch für dich, also auch um das Sehen sozusagen, dass du hier kein Gift nochmal reinsiehst, dass du dir nochmal dieses Thema anguckst, was hier auch mit diesem Herzschmerz zusammenkommt und das jetzt einmal nochmal ganz bewusst für dich abschließt. Also dass dir klar ist, diese Sache ist so zu Ende, das hat so keinen Sinn mehr. Und ich kann das jetzt hinter mir lassen. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst Dinge noch nicht hinter dir lassen, warum auch immer, dann auch da empfehle ich dir nochmal darüber zum Beispiel zu schreiben, da ein Ritual drüber zu machen, ne? Wie sie hier sozusagen, das ist ich sehe darin ein Ritual, in dem dass du zum Beispiel machen kannst, du nimmst eine Schüssel, die schwimmt, sowas hier zum Beispiel würde schwimmen, hier so eine das sind nicht Kokosschalen, aber du weißt, was ich meine. Du schreibst einmal rein, oder nimmst am besten noch irgendwas, bisschen was brennt. Du gehst an einen See, an einen Fluss, an einen Teich, reicht auch schon. Und du schreibst einmal ganz bewusst auf, was jetzt gehen kann. Was du jetzt in Liebe gehen lässt. Das kann ein Mensch sein, an dem du eigentlich immer noch hängst. Das kann eine zu hohe Erwartung sein. Das können deine negativen Glaubenssätze sein. Wie, ich habe keine Liebe verdient. Oder ne, hier, ich bin nicht schön, so wie ich bin, dass du das einmal wirklich aufschreibst und sagst, das lasse ich jetzt konkret gehen. Und dann zündest du das Papier an, wo du es draufgeschrieben hast und lässt es halt bewusst mit Feuer und Wasser in Verbindung als Symbol für die Elemente auch einmal in den Fluss, See, Teich, was auch immer und lässt es sozusagen gehen.
Das sehe ich immer in dieser Karte und wie dieses Ritual, ne? Wie sie hier dieser Feuerkelch, und sie geht halt davon in Richtung Sonnenaufgang. Und sozusagen dieser Zyklus hier, der geht zu Ende. Und du darfst das jetzt sozusagen nicht mehr, hier ist die Aufforderung drin, dass du siehst, wie stark du geworden bist und dass du es jetzt in Liebe gehen lässt, damit es sich dann transformieren kann. Du zu dir und deinem neuen Ich sozusagen. Das ist mit dieser 13 Tod und Rebirth, so wie es war, ist es vorbei. Das heißt nicht, dass es nicht in anderer Form wieder zurück in dein Leben kommen kann. Aber so wird es nicht mehr sein, und das ist für dich wichtig, dass du das sozusagen akzeptierst, annimmst und in Liebe gehen lässt. Wir haben hier den Pagen der Schwerter lieben, und hier ist wirklich drin, dass es hier auch um Wissen geht, was du bekommst. Wissen kann natürlich auch immer sein, Informationen über andere Personen, die dir zugetragen werden. Ich sehe es aber hier gleich auch so in der Verbindung, wie es hier liegt, dass es wirklich mehr darum geht, dass du dir Wissen aneignest. Dass das, worüber wir hier eingehend schon geredet haben, ne, alles was mit Manifestation zu tun hat, mit Selbstliebe zu tun hat, mit Heilung des inneren Kindes zu tun hat, dass du darüber sehr, sehr viel liest oder gelesen hast und dir ein Riesenwissen aneignen wirst oder bereits angeeignet hast. Also so wie ich die Karten hier sehe, gilt das schon für ganz viele von euch als angeeignet hast, dass du einfach sozusagen dass du auch weißt, dass du ein Wissen hast, was du jetzt anwenden kannst. Das geht auch, es kann genauso gut sein, was wir hier über Wissen reden, was einen Job angeht. Also wenn wir hier über ein Jobthema reden und dieser Job ist zu Ende, es macht so einfach keinen Sinn mehr mit dieser Firma oder, weil das sozusagen hier immer nur Herzschmerz ist, kein Ausgleich, und du weißt, wenn du sozusagen besser verdienen möchtest, mehr Wertschätzung anziehen möchtest, dann ist es jetzt Zeit, diesen Job hinter dir zu lassen. Das wird für die ein oder von andere hier ein relevantes Thema sein. Deswegen muss ich es nochmal sagen. Hier kann es auch um einen Job gehen. Und hier ist wirklich die Aufforderung, wenn es einfach nicht funktioniert und du möchtest dir Besseres in dein Leben ziehen, dann lass es gehen. Du hast so viel Wissen dir angeeignet in diesem Job, dass deine Qualifikationen so hoch sind, dass du dir keine Sorgen darum machen sollst, was in Zukunft kommt, aber dass du halt sozusagen hier in diese Stärke auch gehen sollst, an dich selbst zu glauben und an dein Wissen zu glauben und dich nicht klein machen lässt sozusagen, sondern dass du hier wirklich ein Angebot bekommen wirst, früher oder später, was dir hier mehr einbringt als das, was du jetzt hast. Und dass du auch wirklich daran glaubst, dass du qualifiziert bist. Ne? Oft sehen wir gar nicht, wie qualifiziert wir wirklich sind. Dann sehen wir eine Stellenbeschreibung und dann steht da irgendein Computerprogramm drin, was wir in unserem Leben noch nie gehört haben. Lass dich von sowas nicht beeindrucken. Ne? Du wirst ganz anderes Wissen mitbringen, was unersetzlich sein könnte für eine andere Firma. Und Computerprogramme, das lernen wir alle schnell. Ne? Da musste ja nur irgendein anderer Kollege das 5-mal zeigen, welche Tasten du drücken musst. Ne? So überspitzt gesagt. Mal lass dich nicht abschrecken von sowas. Du wirst sehr, sehr viel Wissen mitbringen. Hier haben wir dich nämlich nochmal als die Stärkekarte liegen. Als die Stärkekarte, und das ist, nochmal sagen, Nummer 8. Ich weiß nicht warum, aber es war irgendwie wichtig. Hier habe ich auch nochmal 8. Für die ein oder andere 8.8. 8.8. Ja, deswegen Portalstag, bitte. Portalstag, deswegen 8, Deike, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Lionsgate. Löwenstag, Löwenportal am 8.8. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Ich verlinke das, wenn ich dran denke, unten, weil es wäre jetzt zu lange darüber nochmal den Löwensportal zu reden. Lionsgate Day in Englisch. Das ist ein Portal, was wirklich hier auch energetisch von dir bitte genutzt werden sollte. Hier auch deswegen auch der Eremit daneben mit dieser Alleine sein, Meditieren Karte. Diesen Portaltag kannst du wirklich dafür nutzen, in deine Energie zu gehen und zu transformieren, weil das gibt dir sozusagen, das ist ein Portal, ein energetisches Portal, was dich sozusagen in deine Kraft bringen kann, wenn du es denn zulässt und wenn du auch damit arbeitest. Ich werde den Link dazu verlinken, weil hier ist es wirklich wichtig, dass du dir diese Zeit nimmst, dieses Ritual auch zu machen, auch hier eben vielleicht wirklich am besten, um auch diese Sache hier gehen zu lassen und es sozusagen zu transformieren in deine eigene Kraft. Und dann habe ich hier noch den Wagen. Der Wagen liegt aber umgedreht. Das ist ein bisschen, dass sich Dinge vielleicht nicht so schnell bewegen werden, wie du sie dir vorstellst im August. Aber mach dir keine Sorgen, die Sachen sind alle schon in Bewegung. Du wirst es vielleicht nur noch nicht wirklich im August sehen, weil diese Karte umgedreht liegt.
Und dann hatten wir den Magier und der lag hier auf diesen Karten drauf. Ich gucke mal, was die erste ist. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Also du wirst hier durchaus jemanden in dein Leben ziehen können, weil der Magier fängt an zu manifestieren. Ne? Es ist die Nummer 1. Ich nutze die Kraft des Universums, ich gebe rein, ich bekomme etwas zurück, ich konzentriere mich auf das, was ich will, Unendlichkeit. Wenn du hier an jemanden ganz bestimmten denkst, dann kann das natürlich jetzt auch eine Bestätigungskarte für dich sein, aber für die meisten ist es wirklich, richte deine Konzentration auf einen Seelenverwandten, jemand, der dich versteht, jemand, der deinen Wert kennt und das Universum wird es dir bringen, wenn du deine Arbeit dazu gibst, deine Arbeit diesbezüglich auch machst. Ja, das sind doch im Großen und Ganzen mega gute Karten. Ich hole noch eine von denen dazu. Was kriegen wir hier noch mit rein? Ups. Liebeskarten, auch für die vielleicht, wo jemand Spezielles ist. Old School, outdated thinking, conditional replaying events over in your head. Ja, also das, was wir hier gesagt haben, dich nicht festhalten an alten Geschichten. Ich sehe auch immer Schule drinnen, ne? Auch nochmal Schulthemen angucken. Ich persönlich kann sagen, man nimmt ja auch ziemlich viel aus seiner Schulzeit mit an, ich sag jetzt mal tragischem Gepäck. Aber statt immer zu denken, guck mal, die haben mich schon in der Schule wegen meiner Figur gehänselt und wie furchtbar war das. Ne, und immer waren alle schlimm zu mir, weil wie ich aussehe oder ne, weil ich schon immer, keine Ahnung, nicht die Klamotten anhatte, die anderen Leuten wollten oder ne, ich weiß bis heute nicht, warum mich keiner mag. Sie mochten mich schon in der Schule nicht. All diese Sachen, es ist hier, ne, komm mal nochmal Conditioning, was ich vorhin schon gesagt habe, Konditionierung, dass du das bitte wirklich, wirklich hier einmal gehen lässt und einmal sich sozusagen ja, dass deine Transformation dahingehend sein sollte, diese alten Themen nochmal anzugucken und sie dann wirklich hier rauszulassen aus deinem System. Es ist nicht die Wahrheit. Du bist toll und liebenswert, so wie du bist. Du bist super weiblich. Du bist für den richtigen Menschen, bist du sowieso die sexiest woman alive. Mach dir da bitte keine Sorgen. Ne? Denk nicht daran, was irgendwelche Idioten in der Schule gesagt haben. Lass das hinter dir. Ich sag's immer wieder gerne. Die sind wahrscheinlich sowieso alle gerade ja, die ja meistens die größte Klappe in der Schule hatten, sind meistens die unglücklichsten, wenn sie erwachsen sind, mal so fies gesagt. Hier ist auch nochmal so ein bisschen diese Angst drin, ne? Hier niemanden hinterherrennen sozusagen, auch nochmal die Aufforderung. The Chaser, Fear of Abandonment, Chasing Codependency. Also nimm mal die Angst sozusagen vom Verlassenwerden und anderen Menschen lieber hinterherrennen und sozusagen ne, ihnen anderen Menschen alles recht machen wollen. Das ist nicht die Energie, die wir mehr haben wollen. Auch das ist die Energie, die wir hier loslassen dürfen. Und dann habe ich hier umgedreht eben auf dieser Loslasskarte noch Girl with a Snake, Charmed or Used Unable Boundaries. Also hier geht es auch darum, hier in diesem ganzen Loslassprozess und in deine Stärke kommen, darum eben, dass du auch erkennst, dass manche Menschen es einfach nicht gut mit dir meinen. Also hier könnte es auch wirklich nochmal ein Hinweis auf diesen Menschen gehen, was ich gesagt habe, den du jetzt in Liebe gehen lassen darfst. Das könnte für die ein oder andere Frau unter euch auch durchaus eine Freundin sein, wo du gemerkt hast, dass das eigentlich keine gute Freundin ist, sondern eher eine Schlange. Und für die Männer unter euch auch nochmal hier, diese Frau sozusagen ist nicht sozusagen, diese Frau bitte jetzt auch in Liebe gehen lassen. Das ist sozusagen, diese Frau hat wahrscheinlich deine Grenzen nicht respektiert. Hier geht es um jemanden, der über deine Grenzen rübergegangen ist. Aber du darfst auch gerne selber das Mädchen mit der Schlange sein, weil ich persönlich, es ist aber meine persönliche Interpretation dieser Karte, die ich sie sozusagen verbinde, ist für mich auch immer deine Schlange sozusagen eine Kundalini-Energie. Für viele natürlich auch, die so an Kundalini machen und so kannst du das auch so interpretieren. Bitte immer so interpretieren, wie du es nimmst. Für mich ist die Schlange aufgrund einer Vision, die ich mal hatte, mehr auch etwas, was sozusagen dich beschützt. Ne? Die Schlange steht für Transformation. Die Schlange wird in Medizinsymbolen und so auch immer verwendet. Und für mich ist die Schlange auch etwas sozusagen, was nimm nicht sozusagen die Schlange als dein Feind, sieh sie als dein Freund, der deine Schlange sozusagen, dein Schutztier Schlange, das ist sozusagen auch da, dich zu beschützen und zu identifizieren, wer nicht gut für dich ist. Und hör da sozusagen auf dein inneres Gefühl auch, wer hier gar nicht gut für dich ist und wer hier nicht gut spielt mit dir.
Ne? Es gibt ja auch immer diese Freundinnen, die so tun, als wären sie immer an deinem Wohl interessiert. Aber wenn du genau in dein Bauchgefühl hinhörst, dann weißt du es, dass sie es nicht tun. Ne? Also jemand zum Beispiel, der jede Liebesgeschichte, die du anfängst, sofort anfängt schlecht zu reden, weiß ich nicht, ob die Person wirklich nur an deinem Besten interessiert ist oder ob sie einfach nur möchte, dass sie sozusagen immer am meisten glänzt. Wäre jetzt für mich zum Beispiel ein Beispiel. Da hatte ich irgendwie so eine Freundin früher, die auch immer, ja, die halt mir auch gleich immer alles so, ja, so schlecht geredet hat. So. Und dann hat das natürlich alles getriggert in mir, an meiner Angst, ne? Hier wieder vor Abandonment, vor Abweisung und sowas. Und nach dem Motto, die hat schon Abweisung mir eingeredet, bevor überhaupt irgendeine Abweisung da war. Nur weil der irgendwie abends um 10 nicht mehr geantwortet hat, so in etwa. Das ist auch keine gute Energie für dich. So, ich habe hier noch eine Karte für euch geschrieben. White Witch, be the light, ne? Hexenenergie, ne? Auch hier Priesterinnen-Energie mit der Schlange, ne? Verbinde dich mit dem Licht, sei die weiße Hexe, ne? Hexe ist nicht schlimm, verbinde dich mit deiner, auch ein konditioniertes Wort, ne? Dass wir hier alle keine Hexen sein dürfen, Hexe böse. Hexe heißt, du weißt sozusagen energetisch, du weißt sozusagen, wie Energien funktionieren und du kannst dann auch Dinge benutzen wie Kristalle, Kräuter, Räuchern, ne, Ausräuchern. Hier sehen wir sie mit Efeu, Poison Ivy auch, ne, kann natürlich auch andere sozusagen, kannst du dich auch dran verbrennen, aber hier sehe ich das halt, das ist auch die weiße Hexe sozusagen nochmal mit dieser Schlangenenergie, dass es wirklich wichtig ist auch, dass du dich selbst beschützt und zwar energetisch, nicht indem du um dich schlägst, sondern dass du wirklich lernst, energetisch dich zu beschützen mit dem Mitteln, woran du glaubst. Das kann Kristalle sein, die du mit dir trägst, das kann, wie gesagt, Räuchern sein, das kann hier Amulette sein, die dir weiterhelfen, die Schutzamulette kriege ich hier für viele rein, Obsidana-Steine bei dir tragen, das Evil Eye dabei haben, ne? Alles, was dich energetisch schützen könnte hier wichtig sein für dich. Da sind noch 2 runtergefallen, habe ich gerade gesehen. Die waren neulich auch in einer der Auswahlkarten mit dabei. Also die, wo das so rumliegt, ne, Auswahlkarte, und dann wähle eine Karte und die lag, glaube ich, so rum auch und das war dann diese Karte. Kleiner Spoiler, aber guck's dir vielleicht an. Könnte noch wichtige Informationen für dich haben. Haben wir nochmal nämlich dieses Lila. Kronenchakra auch, ne? Also mit oben verbinden, dein Kronenchakra aufmachen, Kronenchakra auf Deutsch. See your seeds go ist nochmal genau dasselbe hier. Siehe, wo weit du schon gekommen bist. Siehe die ersten Knospen deiner gepflanzten Gedankenwelt pflanzen. Du weißt, was ich meine. Dinge passieren oft nicht von einem Tag auf den anderen. Zum Beispiel, wenn du Geld in dein Leben manifestieren möchtest, sieh, dass du plötzlich anfängst, Geld auf der Straße zu finden. Und danke dafür. Ne? Sag danke, ich sehe das als Zeichen, dass mehr Geld jetzt in mein Leben kommt, als Beispiel. Und dann hier Trust the Unknown, wirklich wichtig. Father Sky, also von oben geführt. Der Father Sky für mich auch der liebe Gott, ne? Also Gott für die katholisch hier sind oder evangelisch. Es geht aber nicht darum. Es geht darum, dass du wirklich auch darauf vertraust, dass sozusagen du von oben geführt bist. Das haben wir hier sehr, 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 sehr oft drin in deiner Kartenlegung. Dass du von oben geführt bist und dass es in diesem Moment geht, dass du ins Vertrauen gehst, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Und zwar zu deinem höchsten Besten. Schreib einmal rein, unten als Affirmation. Alles passiert zu meinen Gunsten. Ich vertraue darauf, dass alles zu meinem Besten passiert von nun an. Noch eine Affirmation zusätzlich. Was ist da rausgefallen? Noch eine rote Perle. Rote Perle gerade runtergefallen. Für jemanden hat das vielleicht eine Bedeutung. Eine rote Perle. Und wir ziehen gleich noch mehr Symbole. Compassion is my compass. I'm willing to hold space for the experience of others. Also ich bin in der Lage, Mitgefühl zu empfinden. Und ich bin auch in der Lage, für andere da zu sein. Ne? Was wir hier auch hatten am Anfang mit der Baubo. Dass du für andere da sein darfst und kannst. Und dass das eine sehr große Charaktereigenschaft von dir ist.
I breathe calmly and easily. I'm safe in this moment. Also ich atme tief, ich atme ruhig ein und aus. Ne? Wenn immer du nervös wirst, hier aufhörst sozusagen an das Unbekannte zu glauben und aufhörst zu glauben oder Angst bekommst, dass Dinge nicht eben nicht zu deinen Gunsten sich entwickeln, wirklich einatmen, ausatmen, ganz ruhig bleiben und dir sagen, ich bin sicher in diesem Moment, alles wird gut. So, und dann ziehe ich euch nochmal Symbole raus. Mal gucken, was da noch für euch bei rauskommt, ob das noch eine Bedeutung hat. Also, was haben wir da? Ja, da haben wir einmal den 5-Stern, also das Hexagramm. Hier, ich lege es mal hier drauf zum Thema Schutzsymbol. Schutzsymbol. Und wohlgemerkt, ne, der ist für die 5 Zacken, möchte ich auch mal kurz erklären, für die, die es nicht wissen oder daran jetzt irgendwie an ein Satanssymbol denken. Das ist es, wenn es verkehrt herum ist. Wir reden hier von den 4 Elementen und den 4 Himmelsrichtungen, die das erstmal aussagt. Und das ist hier, wie ihr alle wisst, Westen, Osten, Süden, Norden, Wasser, Feuer, Erde, Luft. Und der Stern, dass der Pfeil geht nach oben, weil universell nach oben. Also das, wie du es halt eben nennen möchtest. Gott, the Divine, Source, Äther. Früher wurde es auf Deutsch Äther genannt für für eben Esoterik, Okkult, Hexen, Magie. Nach unten zeigt es halt zu den anderen Jungs, ne? Deswegen, es zeigt nach oben, es ist keine böse Magie, es ist gute Magie, weiße Magie, Lichtmagie. Glaub an deine eigene Magie. Dann habe ich hier ein Herz für dich liegen. Ne? Wir haben schon die Liebenden hier drin. Wir haben hier Herzlieben. Es geht wirklich darum, dass du auch daran glaubst, an die Liebe, dass du dir nicht von irgendjemand anderem reinreden lässt. Wie gesagt, habe ich hier ein bisschen bekommen. Und dann habe ich interessanterweise den Buchstaben Q. Ich kenne keinen Namen, der mit Q anfängt. Mir fällt als einziges Wort das Wort quer ein. Ich weiß nicht, was wir mit dem Q sollen, aber ich gucke mal, vielleicht kriegt noch was. Das wollte eben gerade schon raus. Das ist nur hängen geblieben. Das sind einmal die Mondphasen und das Frieden, ne? Friedenszeichen, Peace, Friedenszeichen. Frieden auch mit anderen machen, Frieden mit dir selbst machen, aber eben jetzt auch in den Frieden gehen mit anderen. Und dann habe ich hier noch die Mondphasen drauf liegen. Ne? Mit den Mondphasen arbeiten könnte auch sehr wichtig für dich sein. Also hier haben wir mehrere Sachen drin liegen, die du wirklich jetzt in deinen Alltag integrieren darfst, das wirklich dir helfen könnte, auch in deine Superkraft, in deine Power, in deine Kraft zu kommen und dich auch energetisch zu beschützen und eben diese Manifestationspraktiken zu machen, in denen du sozusagen bewusst in dein Leben ziehst, was du dir wünschst. Und das hat viel damit zu tun, eben auch in Frieden mit anderen zu sein, auch in Frieden mit anderen Religionen zu sein. Hier queer kann man das natürlich, ne? Im Frieden zu sein mit dem, was andere Menschen denken, fühlen, meinen zu sein oder was auch immer. Wir neigen alle dazu, uns da sehr separieren zu lassen. Da reden wir nochmal von Konditionierung. So ist zumindest mein Glaube daran. Und das könnt ihr gerne eure Meinung dazu schreiben. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade ein riesengroßes Interesse daran besteht, dass wir alles, was unsere Religion und unseren Glauben angeht, dass es hier um Separierung geht. Ne? Also Hexen böse, Christen böse, Moslems böse. Ne? Also wenn du Moslem bist, dann magst du die nicht. Und wenn du Christ bist, dann magst du bitte die nicht. Und die akzeptieren nicht, dass King Christ ist. Und deswegen sind die hier sind die schlimm. Und alle Hexen verbeten eigentlich zu Satan und so. Das sind alles so eine Sachen. Das Wort mag ich nicht. I take it out of my field now. Das geht sozusagen darum hier, dass ihr darauf nicht reinfällt. Es geht darum, uns alle zu separieren, damit wir im Zweifelsfall niemals zueinander halten und niemals füreinander einstehen. Und darum geht es nicht. Ne? Auch in diesen ganzen Kriegsdebatten gerade. Es geht darum, Menschen Angst zu machen, Menschen klein zu halten und sie dann sozusagen, Entschuldigung, dass ich das sage, für die sich da jetzt vielleicht persönlich angefasst fühlen, aber auch in dieser ganzen Queer-Debatte. Es geht ja darum, irgendwie dann mit Minderheiten rauszuholen und dann sozusagen zu einer Mehrheit zu machen und deren Bedürfnisse als wichtiger zu erheben als die Bedürfnisse anderer Menschen. Ich will hier niemanden anfassen. Ne? Ich meine jetzt das They, Them, So Debatte.
ich rede dich an, so wie du möchtest, aber erwarte doch nicht von mir, dass ich dich von vornherein frage. So, ne? Alle Menschen erwarten oft zu viel von anderen, sind aber bereit, nicht zu geben. Oder jeder Mensch ist der Meinung, seine Meinung wäre die richtige und sein Glaube ist der richtige. Und das hat man zu verteidigen. Das wird niemals für Frieden sorgen. So, es sorgt nicht für Frieden, wenn wir permanent aufeinander losgehen und dass wir, egal worum es geht, ob es jetzt wirklich um schwul oder lesbisch geht, ob es jetzt um Moslem oder Christ geht, ob es jetzt um irgendwelche Konflikte geht, wo Kinder getötet werden, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Bist du sozusagen, bist dann der Bösewicht, wenn du sagst, dass es nicht in Ordnung ist. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir nicht auf diese Agenda reinfallen und dass wir uns davon auch nicht brainwashen lassen, weil es gibt viele Leute, die sind sehr, sehr intelligent, die sagen tolle Sachen auf irgendwelchen Kanälen, also gerade im Englischen, amerikanischen. Aber wehe, du sagst was gegen das Christentum, oder das heißt nicht gegen das Christentum, wehe, du sagst, es gibt auch noch andere Religionen neben dem Christentum. Dann werden sie plötzlich ganz zickig. Aber bis dahin haben sie doch alles verstanden. Aber sie verstehen nicht, dass es da um nichts anderes geht, als uns gegenseitig voneinander sozusagen separat zu empfinden. Naja, gut, das war jetzt noch meine Rede zum Schluss. Wer noch dran geblieben ist, der darf mir jetzt einen Daumen nach oben geben, bitte keinen Daumen nach unten, das ist sehr fies für meinen Algorithmus, ich weiß nicht, warum Menschen das machen. Wenn du findest, dass das, was ich gesagt habe, blöd ist, dann nimm die Kommentarspalte bitte dazu, teile mir mit, warum du es blöd findest. 99% der Kommentare, auch der doofen, lösche ich nicht, es sei denn, es wird wirklich beleidigend. Ich lasse das hier stehen, das ist eure Meinung, ihr dürft sie gerne mitteilen. Bitte seid aber so fair immer, und das gilt nicht nur für mich, wir machen uns sehr, sehr viel Arbeit bei YouTube, jeder, der das hier macht, gerade auch mit den Kartenlegungen, das ist auch unsere Energie, die wir reingeben. Jedes Kartenreading online wird euch mindestens 15 bis 20 Euro kosten und das wird nicht so lang sein wie das, was ich hier für euch mache. Und deswegen seid immer so lieb und hinterlasst einen Daumen nach oben, hinterlasst idealerweise ein Abo, und selbst wenn euch irgendwas gar nicht gefällt, was ein Kartenleger sagt, es ist nun wirklich kein Grund, einen Daumen nach unten zu geben. Das sagt dem Algorithmus, dass das ein schlechtes Video ist, und ich kenne eigentlich kaum einen Kartenleger in der deutschen Sprache, der das hier einigermaßen erfolgreich macht, der schlechte Legungen macht. Er sagt dir vielleicht nur nicht das, was du hören willst, und dann ist es etwas gemein, dafür einen Daumen nach unten zu geben. Das nochmal als Hinweis, das galt jetzt viel weniger für euch als für ein anderes Sternzeichen. Letzten Monat, wo ich das definitiv nochmal ansprechen wollte, ich glaube, von euch habe ich nur Daumen nach oben bekommen, aber auch mal weiter sagen an alle anderen. Und bis zum nächsten Mal.